Ich glaube, viele Menschen fragen sich, ob eigentlich ganz unterschiedliche Wahrheiten auf die Straße getragen werden und unterschiedliche auch Realitäten die Leute eigentlich dazu bringen, zu protestieren. Ich würde sagen, im ersten Schritt geht es eigentlich nicht um Wahrheit bei Protest, sondern um eine starke Überzeugung, dass die Leute eben überzeugt sind von einem Thema und das dann auch wirklich verbalisieren wollen. Natürlich stehen wir alle jetzt so ein bisschen unter dem Eindruck auch der Corona-Proteste und sozusagen einer Zunahme auch der öffentlich sichtbaren Verschwörungserzählungen. Und da kommt natürlich diese Frage, ist das eigentlich noch richtig oder falsch, was da gefordert wird auf der Straße, deutlicher zum Zuge. Aber wenn wir das Protestgeschehen als Großes angucken, dann glaube ich, ist das eigentlich nicht die zentrale Frage, ob da Wahres oder Unwahres propagiert wird, sondern ob die Gesellschaft so weit gehen möchte und diesen Entwurf von Gesellschaft und diese Forderungen auch teilt. Ich glaube, es gibt noch sehr viel gemeinsamen Nenner unserer Gesellschaft, wenn wir uns nur schon das kleine Wir angucken, was wir hier im WZB auch erforschen. Dann die Menschen haben so viele nahestehende Personen, mit denen sie auch einiges teilen. Die Überzeugung auch in das demokratische Gemeinwesen ist nach wie vor ja immer noch sehr hoch. Aber gleichzeitig natürlich, wenn wir Protest angucken, dann schauen wir da nicht unbedingt nach dem großen Wir, sondern da sind ja genau diejenigen auf der Straße, die auch mal rütteln, die schütteln, die was wollen, was eben nicht so leicht zu haben ist. Und deshalb würde ich sagen, Protest muss dann eben auch immer ein bisschen nerven und Protest muss manchmal vielleicht auch an Wahrheiten rütteln einer Gesellschaft. Denken Sie nur zurück, Frauenbewegung, Umweltbewegung der 80er Jahre. Viele hätten da auch gesagt, das stimmt doch nicht, was die da erzählen über globale Erwärmung oder die Gefahren der Nuklearenergie. Und heutzutage teilen wir das alle. Also von dem her würde ich jetzt nicht zu sehr nur wegen Corona-Protest und anderen denken, da wird Unwahres auf der Straße propagiert, sondern manchmal lohnt es sich auch hinzuhören und die vielleicht auch leicht prophetisch eher zu lesen, die Leute auf der Straße. Ich möchte hier auch keine Entwarnung geben. Wir sehen ganz klar eine Zuspitzung auch von Konflikten, auch auf der Straße. Und einerseits sehen wir eben die Zunahme auch von Verschwörungserzählungen, also wirklich alternativen Fakten, wo es nicht mehr leicht ist, dann ins Gespräch zu kommen und einen Konsens oder einen Kompromiss zu finden, weil eben da gibt es eine klare Kluft zwischen ihr seht es nicht und wir sehen es. Aber andererseits glaube ich nicht, dass wir wirklich schon da sind, wo Argumente nicht mehr zählen oder wo Menschen nicht miteinander ins Gespräch kommen können. Sondern ein Problem, und das erforschen wir auch bei unserem Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, ist eher, dass die Räume ein bisschen fehlen, also die Orte. Wo treffen wir sozusagen eben jene, die eine ganz andere Meinung haben, überhaupt noch? Und da sehen wir eher die Gefahr, dass die Gesellschaft sich eher so ein bisschen versäult und man zum Beispiel Sport treibt mit denjenigen, die man auch sonst gut findet, mit denen man schon so viel teilt, dass man eigentlich gar nie die Gefahr läuft, da eine andere Erzählung mal zu hören von dieser Gesellschaft. Ich glaube, zentral ist schon, dass wir diese Räume schaffen oder manchmal auch einfach die Muße haben, dann da zuzuhören. Eine Studie zum Beispiel von Kolleginnen von Morin Commons zeigt, wenn sie einkaufen gehen, ist eigentlich die Chance, dass sie jemanden sehen würden, der vielleicht nicht so wie sie ist, wenn sie vielleicht bei Aldi oder Edeka hingehen, recht groß ist. Aber das ist meistens nicht der Ort, wo sie Zeit mitnehmen, um ins Gespräch zu kommen. Deshalb manchmal muss man vielleicht schon kreativ nachdenken, wie man auch wieder in Gespräche kommt. Gleichzeitig eben die Zivilgesellschaft braucht immer Geld, weil ich hier gefragt wurde, braucht es mehr Geld? Und da kann man sicher was tun, aber da muss man eben auch jenseits dieser klassischen, strukturierten Zivilgesellschaft denken und vielleicht auch Freiräume schaffen für Menschen, sich mal rauszunehmen aus ihrem Arbeitsalltag und dann eben ins Gespräch zu kommen. Die Frage nach den Wirkungen von Protest ist eigentlich die schwierigste für uns Protestforscher, wirklich zu sagen, wann macht das einen Unterschied. Natürlich wissen wir, wenn die Mobilisierung stark sind, wenn die günstige Gelegenheiten finden, Allianzpartner im politischen Betrieb haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie schnell zum Ziel kommen. Also denken wir eben an zum Beispiel die Proteste um Fukushima und die Atomkatastrophe in Japan. Dann ging es relativ schnell und die Bundesregierung hat reagiert, aber gleichzeitig dahinter stand ein ganz langer Kampf. Also ich glaube, das Zentrale eigentlich für Protest, um wirklich Erfolg zu haben, ist ein langer Atem und wirklich die lange Strecke auch durchhalten zu können und das ist extrem voraussetzungsvoll. Ich glaube, für meine Forschung würde ich mir einerseits natürlich Finanzierung wünschen, dass wir genau diese schwierigen Fragen in den Blick nehmen können, die man eben nicht, wir machen jetzt mal eine schnelle Studie und dann wissen wir das, sondern wir müssen wirklich langfristig an diesen Phänomenen dranbleiben. Andererseits, wenn ich einen Wunsch an die Politik habe,
dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wir würden uns dieser Zeit ein bisschen verabschieden von diesem Diskurs um Protest als Protestform. Was darf man, wer darf was, wann, wo und so, sondern wirklich hinhören und uns eher über die Forderungen auch Gedanken machen, die da auf die Straße getrieben werden. Und manchmal sind es welche, die unangenehm sind, manche, die wir total ablehnen, wie auch radikale rechte Proteste, aber dass wir trotzdem eher über die Substanz reden und nicht mehr die Frage stellen, was darf eigentlich Protest in einer demokratischen Gesellschaft.